Ich bin Martin, ich bin 31 Jahre alt, ich wohne seit 10 Jahren im wunderschönen Leipzig und seit ungefähr 3 Jahren weiß ich, dass ich einen Gehirntumor mit mir herumtrage. Das Ding spielt permanent eine Rolle und das ist ja nicht zu verachten, also was das mit der Psyche macht. Das war nochmal so ein Wake-up-Call irgendwie, dass man einfach merkt, was wichtig im Leben ist. Und ich denke, das hat schon was mit dir gemacht. Ich will gute Laune, ich will gute Musik Martin sein, ich will Party Martin sein, ich will Martin sein, mit dem man gerne irgendwie abhängt, aber nicht der, wo der erste Gedanke daran ist, dass ich einen Gehirntumor habe. Eine Woche vor der OP. Ich fühle mich ganz gut eigentlich, ja. Ich glaube, ich bin immer noch viel angespannter innerlich, als das so offensichtlich den Anschein macht. Ich habe heute Abend noch das letzte Mal Therapie davor. Das ist eigentlich ganz gut, ich freue mich da auch drauf. Ich habe Therapie angefangen, relativ zeitnah, nachdem ich die Diagnose bekommen hatte. Dieses Thema war zu groß, um damit alleine klarzukommen. Und ich hatte dann auf einmal vor jedem kleinen Wehwehchen Angst. Und jeder Kopfschmerz hatte damit zu tun, alles war irgendwie anders als vorher. Und dabei geholfen hat mir auf jeden Fall die Therapie. Ich habe eine wunderbare Therapeutin gefunden, die auch jedes kleine Problem ernst nimmt und ich alles loswerden kann und abladen kann. Meistens ist es nur ein Abladen tatsächlich von Sachen. Es hat aber auch geholfen, weil es nicht nur mir mit der Diagnose, vor allem am Anfang, richtig schlecht ging, sondern auch anderen Leuten in meinem Umfeld. Als wir das erfahren haben, hat es mich ja umgehauen. Und ich kann mich auch noch gut daran erinnern, an diesen Tag, wo wir nicht wussten, was es ist. Wo ich wirklich dachte, so, okay, jetzt müssen wir das alles irgendwie noch mal neu denken. So, das, was wir uns also überlegt hatten für unsere Zukunft und so. Das ist Susi, meine Freundin. Wir sind seit 2016 ein Paar. Susi ist auch Musikerin und eine Zeit lang habe ich für sie und ihre Band das Booking gemacht und ein paar Musikvideos gedreht. Mit dir ist immer Winter. Wir kennen uns also schon eine Weile und fanden uns auch immer irgendwie gut. Aber passiert ist lange nichts. Dann hat sich irgendwann so ein Zeitfenster aufgetan, wo es hieß, jetzt müssen wir schnell sein. Sonst ist der Zug wieder abgefahren und dann haben wir zueinander gefunden. Und ich glaube, das war so was ganz Natürliches. Wir sind ja in einem Alter zusammengekommen, wo es ja schon auch ans Eingemachte ging irgendwie. Und man ja auch weiß, man also zusammen älter wird, 30 geworden ist und alles ein bisschen konkreter wird und ein bisschen gesetzter aber auch. Und dann vielleicht auch relativ am Anfang der Beziehung auch schon größere Hürden auftauchen. Hürden gibt es auf jeden Fall und die größte ist natürlich mein Tumor. Susi hatte vor allem am Anfang mit meiner Diagnose echt hart zu kämpfen. Eine Angststörung, die sie eigentlich ganz gut im Griff hat, wurde auf einmal so groß und einnehmend, dass sie da selber nicht mehr herauskam und ein paar Wochen in einer Klinik verbringen musste. Mittlerweile geht es ihr zwar besser, aber so komplett entspannt ist die Situation für keinen von uns. Was mich sorgt, ist natürlich auch mein Part daran, dass ich das schaffe, für dich da zu sein, weil ich ja auch so mein kleines Feature mit mir rumtrage. Und es ist ja jetzt schon ein Zustand der Ungewissheit, der mir einfach Sorgen macht, weil ich nicht weiß, was danach sein wird oder wie ich mir das richtig vorstellen kann und inwiefern du was machen kannst oder nicht. Um es jetzt mal so hochromantisch auszudrücken, habe ich natürlich Angst, dich zu verlieren. Und das heißt jetzt nicht unbedingt, dass du jetzt stirbst, sondern auch, dass vielleicht irgendwas von dir stirbt. Es wird auf jeden Fall eine Übung für mich, weil ich das sehr schwer aushalten kann, wenn Menschen, die ich liebe, leiden müssen. Wenn sie halt nicht so können, wie sie wollen irgendwie. So, das fällt mir unglaublich schwer, das auszuhalten und ich kann da ja auch nur bedingt irgendwas machen. Ich glaube aber, dass du das schon gut meistern wirst, auch die Zeit, wovor du so Angst hast, dass du halt nicht richtig was machen kannst oder so. Dass du die schon mit Sachen, die du dann eben machen kannst,
irgendwie füllst. Und du hast dir ja einen Plan gemacht, so wie du dir immer für alles einen Plan machst. Ja. Einen groben Fahrplan habe ich mir gemacht. Das mache ich immer für alle Sachen. Ich kann aber diesen Fahrplan nicht für Susi machen. Und das ist echt doof und schwer, weil das Problem, was ich im Grunde mit mir herumtrage, diesen Tumor, das sorgt dafür, dass es ihr auch nicht gut geht und dass sie Angst hat und Panik. Und das ist echt ein Dilemma, weil auf der einen Seite kann ich halt nichts für diesen Tumor. Auf der anderen Seite zerbricht es mir das Herz, wenn ich sehe, dass sie darunter leidet und manchmal vielleicht sogar ein bisschen mehr als ich. Aber ich bewundere sie dafür, dass sie die Kraft aufbringt und für mich da ist, gleichzeitig für sich sorgt und gegen ihre Ängste arbeitet. Unsere Zukunft hat sie sich sicher erstmal anders vorgestellt. Aber sie nimmt die Situation an und ist für mich und für uns da. Dadurch, dass wir beide sozusagen so unseren Rucksack tragen können, wir uns, glaube ich, mehr in unserer Individualität lassen, noch mehr als vorher, weil wir immer für den anderen Verständnis aufbringen müssen, wenn er so sich krass mit seinem Rucksack irgendwie beschäftigen muss. Ich finde aber, dass uns das gut gelingt und dass wir irgendwie entspannt damit sind und jetzt nicht immer gleich denken, wir müssen jetzt krass an unserer Beziehung arbeiten, weil jetzt jeder irgendwie so ein bisschen seiner Wege geht oder so, sondern dass wir das hinkriegen, dass wir da entspannt einfach warten, bis der Weg sich wieder kreuzt sozusagen und wir beide auch wieder mehr in dem Modus sind. Jetzt können wir wieder uns dem anderen widmen und gemeinsam sein irgendwie und trotzdem funktioniert der Alltag halt nebenher halt so voll gut. Also jeder hat trotzdem so seine Rolle. Als wir letztes Jahr die Diagnose bekommen hatten, oder wir, ich sag schon wir, da hast du ja erstmal dran gearbeitet, damit klarzukommen, damit zu leben und das anzunehmen. Und da stand ja keine OP im Raum. Und den Unterschied merke ich ja klar deutlich zu diesem Jahr und zu der Phase jetzt, seitdem wir uns dazu entschieden haben. Und das war auch tatsächlich für mich schwierig, das zu akzeptieren, dass du das machen möchtest. Auf der anderen Seite natürlich haben wir dann da bei dem Arzt gesessen und dann hat er das alles so erklärt und dann hat das für mich natürlich Sinn gemacht mit den Argumenten, die er dafür gebracht hat. Trotzdem, für mich hat es in dem Moment sich nicht nach dem richtigen Moment angefühlt. Weil du noch nicht so weit bist. Weil ich noch nicht so weit bin. Okay. Ja. Was würde dir denn helfen, irgendwie, dich zu dem Moment zu bringen? Ja, das weiß ich halt nicht. Wahrscheinlich gibt's den nie. Den richtigen Moment gibt es wahrscheinlich wirklich nie. Man muss sich irgendwann entscheiden und dann einfach da durch. Ohne Susi an meiner Seite würde mir das aber viel, viel schwerer fallen. Der Ausblick auf unsere gemeinsame Zukunft hilft mir, immer wieder daran zu glauben, dass alles gut wird. Also ich hoffe sehr, dass sich da eigentlich nicht viel geändert hat, außer dass dann noch so ein Mitbewohner mit dabei ist und ich vielleicht einen Ring um den Finger habe. Okay. Aber dass wir trotzdem so cool bleiben, wie wir irgendwie sind. Mhm. Und dass wir so coole Sachen machen irgendwie. Ich hoffe, dass wir das dann uns noch weiter erhalten. Hochzeit, Kinderhaus. Haus. Über das Haus müssen wir noch mal reden. Bei dem Rest bin ich dabei. In der nächsten Folge. Es zieht so in mir drin. Auf der einen Seite bin ich schon entspannt und auf der anderen Seite ist das trotzdem extrem aufregend. Wir haben gar keine Symptome. Wir wollen natürlich alles tun, dass es so bleibt. Man kann das nie 100% versprechen, aber wir wollen unser Bestes tun. Manchmal überkommt es mich einfach und dann muss ich auch mit den Tränen kämpfen und denke, oh, ich habe gerade so eine Angst vor morgen. Ist niemand an ihrer Seite.